Herrliches Sommerwetter hier in Saarlouis. Ein perfekter Tag, um sich vielleicht mal ein schickes Auto für eine kleine Rundfahrt zu gönnen. Wir sind bei AS Autovermietung. Hallo, grüß dich, guten Tag. Ja, hallo Mike. Dir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Das Wetter passt und wir haben ja heute was zu präsentieren. 2 sommerliche Fahrzeuge. Und dann gehen wir dazu jetzt mal um das Haus herum. Vorher schauen wir uns noch unsere Gebrauchtfahrzeuge an, die wir zum Verkauf anbieten. Und dann sind wir gespannt, was ihr dazu gleich meint. Genau, ich habe schon mal einen Blick drauf werfen dürfen, aber erstmal ganz kurz darauf. Hier vorne direkt bei euch im Eingang, das heißt, das sind Fahrzeuge, die bei euch in der Flotte waren und jetzt zum Verkauf angeboten werden. Ja, so ist es recht. Wir verkaufen diese Fahrzeuge nach ihrem Mieteinsatz. Es sind gepflegte, saubere Autos zu günstigen Preisen. Genau, das heißt, einfach mal bei euch vorbeikommen, sich umschauen und vielleicht ein tolles Auto, sein eigenen. Ihr habt einiges gemacht, Einfahrt und Parken im Hof, das heißt, es geht einmal hinten rum bei euch? Genau, wir haben das jetzt für unsere Kunden geöffnet. Da der Parkplatz um die Gebäude immer weniger wird, dürfen unsere Kunden selbstverständlich auf dem Hof parken. Und auf dem Hof, darum geht es nämlich, da wartet schon was auf uns. Ja, dort ist meine Schwester, die Brigitte. Dort haben wir die 2 sommerlichen Fahrzeuge für euch. Die wollen wir kurz vorstellen und nachher sogar eine Runde drehen. Das heißt, Brigitte ist heute standesgemäß vorgefahren gekommen. So ist richtig, ja. Sie wartet hier schon im neuen 11er Porsche, den wir jetzt anbieten. Die Fahrzeuge sind frisch eingetroffen und da kommt sie schon. Ja, das sagen wir doch erstmal Hallo und guten Tag. Hallo Brigitte, grüß dich. Hallo zusammen. Hast du heute mal einen ganz schicken Wagen ausgesucht, um hier heute zur Arbeit zu kommen? Oder warum stehen die Wagen hier? Natürlich, ich dachte, jetzt scheint die Sonne, Sommer, Sonne, Winter passt da nicht so zusammen. Also holen wir jetzt hier ein Cabriolet vor und präsentieren das mal, weil das ist eine neue Sache in Saarlouis. Wir hatten immer zwischendurch große Nachfrage gehabt, gerade nach sportlichen Cabriolets. Und deswegen haben wir gesagt, so, jetzt holen wir den mal auch mit in den Fuhrpark und bieten den an. Das ist der Porsche 911er. Der ist ganz elegant jetzt von seiner Farbe, würde ich sagen. Ansprechend für alle Kunden. Und ich gehe einfach mal rund, weil ich finde, er hat ein schönes Gesicht. Den sollte man auch von vorne sehen. Genau, dann. Brigitte, wenn du mal kurz ein bisschen näher kommst, damit ich dich auch höre. Ich zeige ihn erstmal so. Das heißt, hier ist der 911er, der Carrera, der quasi jetzt bei euch zu mieten ist. Der ist jetzt zu mieten. Man kann den tageweise mieten. Er ist auch ziemlich attraktiv vom Preis, dafür, dass das ja ein wirklich besonderes Fahrzeug ist. Er kostet am Tag 367 Euro. Beim ersten Tag. Beim zweiten Tag gibt es dann einen Rabatt von 10%, ab dem dritten Tag 20% und ab dem vierten Tag 30%. Also reduziert sich der Preis und es wird, denke ich, auch so sein, dass der nicht nur am Wochenende auf den Straßen hier im Saarland rumfährt, sondern auch in der Woche. Ja, auf jeden Fall mega schicker Wagen. Und ja, Brigitte, du hast gesagt, er wird quasi von Tag zu Tag günstiger. Es lohnt sich, ihn sogar länger zu mieten. Ja, was aber nicht heißt, dass er ab dem 7. Tag noch einen höheren Rabatt bekommt. Natürlich können wir unsere Preise auch anpassen, machen spezielle Angebote auch für Vielfahrer, wenn dort Interesse besteht. Und wir haben, was natürlich wichtig ist, die Voraussetzung muss sein, dass der Kunde eine Kreditkarte vorweist, um den Wagen anmieten zu können. Das ist wichtig. Genau. Sicherheit muss natürlich sein. Ich meine, wir reden hier von einem absoluten Luxuswagen, muss man schon sagen. Nicht nur das. Das heißt, wenn ich jetzt aber gerade frisch meinen Führerschein gemacht habe, sollte ich auch vielleicht nicht mit diesem Wunsch hierher kommen. Diesen Wunsch können wir nicht erfüllen. Der Fahrer oder der Mieter, der den Wagen anmieten möchte, muss mindestens 5 Jahre im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Ohne diese Fahrpraxis können wir den Wagen leider nicht vermieten. Und soweit ich informiert bin, ich glaube auch 25 Jahre Minimum sollte man auch sein. Ja, der Mieter muss mindestens 25 Jahre alt sein, das ist richtig. Aber dafür reden wir auch wirklich von einem mega schicken Fahrzeug, was ihr euch jetzt hier bei AS Autovermietung mieten könnt für ein tolles Wochenende oder eben auch mal eine ganze Woche. Schick und vor allem, es passt ja perfekt. Das Wetter spielt mit. Das heißt, die perfekte Zeit, jetzt hier Cabrio zu fahren. Ja, genau so ist es. Wir hoffen, dass der Sommer so bleibt, wie er angefangen hat. Trocken, sonnig und mit viel Interesse an unseren Cabriolets. Das glaube ich garantiert. Ja, wirklich mega schick. Und das ist nicht nur der einzige. Genau nebendran steht noch einer.
Hier haben wir den Boxster 718T. Das ist ein leichtes Cabriolet mit 300 PS. Fährt sich sehr, sehr schön und das zeigen wir euch auch nachher, weil wir beide Fahrzeuge noch für euch in der Fahrt präsentieren. Mir gefällt das Auto sehr gut, auch in der Farbe, sportlich, ganz toll. Nachher werden wir euch auch noch zeigen, wie dann einige Funktionen sind, Dach öffnen, schließen und mal schauen, wer die ersten Kunden von diesen Fahrzeugen werden. Ja, genau. Das heißt, ganz neu jetzt in der Vermietung, noch keinen einzigen... Doch, der Boxster war natürlich schon im Einsatz. Der 911er ist erst diese Woche eingetroffen und die ersten Anfragen sind schon erfolgt. Okay, das heißt, dann muss ich auch schon ein bisschen schnell sein, weil es halt kann gut sein, dass vielleicht ein bisschen Wartezeit darauf ist. Wenn das Wetter stimmt, wird das bestimmt so sein, denn die Anfrage ist schon durch die Veröffentlichung auf unserer Homepage www.as-autovermietung.de erfolgt. Beide Fahrzeuge kann man online buchen für die Standorte Saarlouis und Saarbrücken. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde. Mit welchem fahren wir? Such dir einen aus. Mit wem möchtest du starten? Ach, ich bin da. Ladies first, würde ich sagen. Du bist bereit, dann fahren wir eine kleine Runde. Und du erzählst dann währenddessen einfach so ein bisschen was über den Wagen. Und wenn ich anfange zu schreien, dann hat sie ordentlich aufs Gas getreten. Wir werden sehen auf jeden Fall. Wir steigen gleich mal ein. So, und los geht's. Kleine Spritztour mit dem 911er Carrera durch Saarlouis. Ab sofort bei AS Autovermietung Saar. Ja, und schon stehen wir im Stau, na toll. Schon stehen wir hier, aber das sind wir gewohnt. Vielleicht lässt uns ein netter schon raus. Dankeschön. Ja, So, sehr nett auch. genau. So, nette Mitbürger, die uns hier rauslassen. Perfekt. Mal ganz ehrlich, bist du schon öfter jetzt Porsche gefahren? Ich bin eigentlich nicht die passionierte Porsche-Fahrerin, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber wir haben das Produkt ja jetzt als Cabrio noch nicht so lange. Und jetzt genieße ich das natürlich. Du genießt das. Das heißt, wie fühlt sich das jetzt an, die Fahrt für dich? Gut, ich genieße es, dass jetzt gerade mal der Fahrtwind gleich ins Gesicht weht und dass die Sonne gleich auch wieder scheint. Ist einfach ein anderes Fahrgefühl, als wenn man in einem normalen Fahrzeug sitzt, also PKW. Ja. Man merkt das schon. Ich meine, du gibst ein bisschen Gas und schon, da ist ordentlich Power dahinter. Ja, der Wagen hat ja auch seine 384 PS oder so ungefähr. Und das merkt man. Gut, ich kann jetzt natürlich hier durch die Saint-Nazaire Allee in Saarlouis kein Gas geben. Das wäre nicht so schön. Aber wir werden auch gleich ganz kurz auf die Autobahn fahren und dann werden wir auch die PS-Stärke merken. Es geht los. So. Der Wagen hat also auch schöne Sicherheitssysteme. Man fährt sicher in einem Wagen. Leider kann ich jetzt nicht viel schneller fahren wegen der Höchstgeschwindigkeit. Aber ist das nicht ein schönes Gefühl, offen hier? Es ist genial. Und ich muss sagen, man sitzt wirklich mega bequem hier drin. Er hat super Sportsitze, klar. Das Fabrikat spricht für sich. Und ich muss noch mal wiederholen, einfach anrufen, anfragen und fahren. Genau, so. Und jetzt hören wir einfach auf zu quatschen. Wir genießen jetzt die Fahrt. Ja, das machen wir. Und so schnell ist der Spaß auch schon fast wieder vorbei. Wir sind wieder hier an der Zentrale AS Autovermietung. Ja, das heißt auch für mich, es geht auf den Parkplatz zurück. Aber ich habe ja noch den Spaß, ich darf noch mit dem zweiten mitfahren. Genau so. Und vielleicht die Gelegenheit nutzen, auch mal selbst zu fahren. Dann film ich und du fährst. Aber nee, die machen wir dann beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Sehr schöner Deal. So machen wir es. Und ja, da steht er schon bereit. Die nächste Fahrt geht dann mit dem Boxster. Noch können wir nicht mitfahren. Ich glaube, da fehlt noch was, oder? Ja, jetzt machen wir zuerst mal das Dach auf und jetzt bin ich auch mal froh, fahren zu dürfen. Ja, auch hier schon toller Sound auf jeden Fall. Und das Dach geht auf. Jawohl.
Perfekt. Ja, jetzt muss nur ich wieder rein. Denn auch ich lasse mir den Spaß mit dem Boxster nicht nehmen. Und fahre natürlich auch hier die Proberunde mit. Klar, man sitzt auch tief hier drin, aber doch auch ganz anders jetzt als jetzt gerade eben beim 911er. Ja, das ist sicherlich, wie gesagt, eine andere Konstruktion. Aber ich bin jetzt ja auch ein langgewachsener Mensch und habe hier ausreichend Platz. Also das kann ich auch bestätigen. Auch ich habe hier absolute Beinfreiheit drin. Im Gegensatz, genau, der 911er, das war jetzt ja ein Viersitzer, hier klar Zweisitzer. Jetzt bin ich mal gespannt. Von wegen, mach vielleicht den Vergleich, so wer ist der bessere Fahrer, du oder deine Schwester? Wir halten uns selbstverständlich zurück und halten uns dann an die Verkehrsrichtlinie. Das sollte bitte schön jeder machen, denn bei jedem Spaß, das bringt ja nichts, wenn am Ende was Schlimmes bei rauskommt. Nein, wir freuen uns natürlich, wenn die Fahrzeuge nochmal ohne Schaden zurückkommen und wollen ja auch die Fahrzeuge zur Verfügung stellen und nicht nur in der Werkstatt reparieren lassen. Nee, das wäre wirklich mehr als schade drum. Spürst du jetzt schon einmal einen Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen? Jein, also klar, der Sitzkomfort ist ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist beim 911er Mehr Komfort, hier ist mehr, das härter ist das, glaube ich. ja, genau. Was heißt Komfort? Ich meine, das ist nicht schlecht, das ist schon cool, beides cool. Aber das ist so der erste Eindruck, den ich habe. Und der 911er war lauter. War lauter? Okay. Dann muss ich ein wenig mehr aufs Gas drücken. Ja, deswegen sage ich ja, vielleicht liegt es ja doch auch am Fahrer. Nein, aber auch mal ganz kurz hier. Auch hier alles schön übersichtlich, schön im Blick. Natürlich absolut top modern ausgestattet. Oh, und jetzt geht's erstmal, jetzt geht's erstmal die Kurve. Auch hier sprechen wir von einem Automatikgetriebe in diesem Wagen, genau wie beim 911er. Also auch simpel zum Fahren. Es ist sehr einfach zu fahren, das Fahrzeug fühlt sich gut an, es liegt auf der Straße, hängt am Gas. Wer möchte, kann natürlich auch diese Pedals benutzen. Ich fahre lieber immer die volle Automatik. Man merkt auf jeden Fall, auch der Ralf würde gerne bisschen aufs Gas treten, aber leider innerorts nur 50. 50 oder ja, natürlich halten wir uns, wie schon vorhin angesprochen, an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das empfehlen wir selbstverständlich auch unseren Kunden, damit sie die Fahrzeuge nicht überdrehen. Was wäre denn zum Beispiel jetzt, ich habe das Fahrzeug jetzt hier bei euch gemietet und wurde leider dummerweise mit 80 innerorts geblitzt. Das zahlt natürlich dann nicht ihr. Nein, das bezahlen nicht wir. Wir sind verpflichtet, diese Fahrerangaben der Behörde weiterzuleiten und die Behörde wird sich dann mit dem Fahrer auseinandersetzen und dementsprechend das einfordern, was man überzogen hat. Hätte ja sein können, dass er vor eure Kappe geht. Nein, das machen wir nicht. Nein, Quatsch. Scherz beiseite. Auf jeden Fall auch hier muss ich sagen, es macht richtig Spaß, einfach in dem Wagen zu sitzen. Klar, natürlich juckt es im Finger und im Fuß, ihn selber zu fahren. Aber ich muss sagen, auch als Beifahrer ist es einfach echt eine schicke, coole Sache. Ich hoffe, dass es dir gefällt und dann kannst du ja auch einer von unseren Kunden werden. Genau. Dann verrate mal, wie werde ich denn am besten Kunde von euch? Wenn du unser Unternehmen kennst, ruf uns an unter den bekannten Nummern, die auf unserer Homepage stehen. Selbstverständlich kannst du auch online buchen und nach erfolgter Buchungsanfrage bekommst du eine Bestätigung oder der Termin müsste verschoben werden und dann steht dir nichts mehr im Wege. Also ganz simpel geht das. Einfach mal auf die Homepage gehen. Ansonsten man kann es auch natürlich mal suchen. Einfach AS Autovermietung eingeben und schon landet man auf der Homepage mit allen wichtigen Kontaktinformationen, Öffnungszeiten, Telefonnummern und ja, fährt dann vielleicht auch bald in einem dieser schicken Porsche hier durch Saarland. Hat auf jeden Fall wirklich mega Spaß gemacht und ich glaube, viele, die das jetzt sehen werden, sagen sich, meine Güte, das will ich auch machen. Unbedingt hier mal, das möchte ich ausprobieren. Auch mal hier schick Porsche fahren und einfach mal dieses Gefühl erleben. Ja, du hast gesagt, am besten über eure Homepage einfach mal Kontakt mit euch aufnehmen und dann heißt es, gönn dir das. Das wäre super, wenn ihr alle und reichlich davon Gebrauch macht.
Wir freuen uns, meine Schwester in dem 911er, genauso wie ich hier stehe, nimmt davon Gebrauch und das wird eine tolle Sache. Genau. Also, zweimal die Möglichkeit für beide Aktionen, gönnt ihr das. Einmal mit dem Porsche Boxster und ich glaube, die möchte gar nicht mehr aussteigen. Das sieht so aus, als würde sie gleich noch eine Runde drehen wollen. Okay, aber er geht auch in die Vermietung. Ich sag mal, stellvertretend dir vielen Dank. Ja. Viel Erfolg mit der Aktion und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Danke, tschüss.